Okay, wir sind jetzt hier bei der SEMA 2016 beim Stand von Redhorse. Redhorse ist unser Lieferant für die ganzen Do-it-yourself-Leitungen, die ganzen Dash-Fittinge, die alle kennen. Wir haben hier Tom an unserer Seite. Er ist Produktmanager bei Redhorse und er wird uns jetzt einfach mal die neuen Produkte von diesem Jahr zeigen. So Tom, thank you very much for your time and please introduce the new things to us. Sure, Renee. Thanks for having me. First thing we have is our new Teflon PTFE hose. Yeah. It is a PTFE. Burst pressure on like a Dash 6 is 10,000 PSI. It's also carbon lined. It eliminates static electricity in the fuel system. Yeah. You got to watch, a lot of brands are not carbon lined, and that builds up static electricity, and that could be explosive. Okay. Okay, and then we also do the fittings. Here's a red and blue style, but I have one right here that we can take apart and take a look at. Comes with the olive. It's similar to the reusable, but it's just made for PTFE. Okay. Okay. Okay, I will try to translate. I will try to translate and then we can go further. Sure. Also es gibt jetzt neue Leitungen aus PTFE, das heißt Teflon. Ist natürlich super beständig für alle Spritarten. Dafür gibt es spezielle Fittinge, die mit einer Olive dann verpresst werden. Das Besondere an den Leitungen ist, es gibt sie einmal in, wie wir hier sehen, glänzend gummiert überzogen in schwarz und auch mit der Edelstahlvariante. Insbesondere bei der Edelstahlvariante mit einer Schutzschicht, das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, muss ich zugeben, die auf alle dafür da ist, statische Aufladung zu vermeiden. Statische Aufladungen sind eine Gefahr bei diesen Leitungen, dass es zu Bränden kommen kann, logischerweise. Mit der Schicht, die da dazwischen ist, das finden wir im Nachgang nochmal raus, werden diese statischen Aufladungen vermieden und es kann eben nicht zu solchen Bränden führen, wie es gerne mal bei anderen passiert. Yeah, that's it. Go further. So just to take a step back, we do offer the PTFE in the black also. Okay. So it's basically the same as a stainless steel, Yeah. but we have the black cover on it. And with the black fittings, I mean, it looks beautiful. Yeah. Yeah, it's very popular. Get a lot of looks at it this week at SEMA. Yeah. So it's going to be a real popular piece. Okay. Also hier nochmal vorgestellt die schwarze Variante davon. Mit einer schwarzen gummierten Oberfläche, sieht sehr schick aus, ist hier sehr beliebt und persönlich muss ich sagen, auch eine sehr schicke Sache. Okay. Perfect. Also this year, we're doing the fuel pressure regulator. Yeah. This is for electronic fuel injection. It'll do up to 100 PSI. Okay. Okay, and we're going to make it with a Dash 6, Dash 8, and Dash 10 inlets. We also have a return. There'll be Dash 6, except for the Dash 10 inlet, we'll do a Dash 8 return. It is boost reference for any power adders, Yeah. and you can also adapt your gauge into it too. Okay. And then we make these in the colors red, black, and silver. Okay. Also es gibt jetzt dieses Jahr auch Benzindruckregler mit 2 Eingängen in Dash 6 oder Dash 8 oder auch Dash 10. Bei Dash 6 ist der Auslass Dash 6, bei Dash 8 Dash 6 und bei Dash 10 ein Dash 8 Auslass. Gibt einen Anschluss für Über- und Unterdruck sowie den Anschluss für die Benzindruckanzeige und in Rot, Silber und Schwarz dann in Zukunft verfügbar. Okay. Okay, I got an assembly tool I'd like to show you guys. Ah ja. Yeah, it's So, er wird uns jetzt einmal nochmal zeigen, wie die ganzen Anschlüsse verbaut werden. Wir haben dafür Werkzeuge und schauen uns das nochmal im Detail an. Okay. Let's walk over here. I got a vise set up and ready to go. So these are aluminum vise jaws, which I'm sure everybody's seen those. They've been out for a little while. These are nice to hold the actual fitting without scratching. You can see the cutouts. This will hold size 4 to 16. Now our assembly tool, basically what this does, it takes place of the wrench. Okay. Now this will work with Dash 4 to Dash 16. Ja. And it works really well, and I'll show you how it works. I'll do a demonstration for you. You can prepare it, I will translate. Also das sind entsprechende Backen für den Schraubstock, womit von Dash 4 bis Dash 16 alles eingespannt werden kann. Und dazu gibt es hier nochmal so einen, ich sag mal, Franzosen für Dash-Anschlüsse, womit wir die Fittinge dann verschrauben können, anstatt mit einer Schelle zu arbeiten. Okay. So what I'll do is I'll start with our assembly lube. I'll put a couple dabs of oil. That way the hose will slide in nice and easy. Also es wird ein bisschen Öl raufgegeben und dann damit kommt der Schlauch halt super einfach in den Fitting selbst. And then once that's in, I'll turn it around, bring it in through the bottom, clamp it down, use a couple more drops of assembly lube.
and I'll put a little on the fitting also. Also es wird nochmal andersrum reingesteckt und wieder festgezogen und mit Öl beschmiert, da wo das Gewinde ist. Genau das gleiche macht er mit dem Einschluss selbst auch nochmal. Now what I'll do is I'll thread it by hand, start it, and I'll take it down as far as I can by hand. Also so weit wie es per Hand geht, festschrauben. Okay, and then how this works is we'll clamp around the fitting. It's nice and tight. We'll use the handle and then just spin it until we have a little bit of gap, 30 to 60 thousandths. As you can see, no marks, no scratches. Ah, ja. It's assembled real nice. Also einfach, wie wir gesehen haben, festziehen und drehen, bis eine kleine Lücke. Why you leave this gap? Because you don't want to bring it all the way down. What it'll do is it's too tight, and then Yeah. sometimes it'll snap. Ah, So okay. anywhere from 30 to 60 thousandths gap, just like your fingernail, Yeah, you okay. go in there, Yeah. that's perfect. Okay. Also es muss ein Fingernagel dazwischen passen, andernfalls kann man es natürlich zu festziehen, dass es auseinanderbricht und dann ist es perfekt. Also eine kleine Lücke lassen und dann läuft das Ganze. Und wie wir sehen, hier sind wirklich keine Kratzer oder irgendwelche Beschädigungen dran und dann sieht das Ganze super schön aus. Perfekt. That's it. That's it. Thank you very much Thank you, Renee. and yeah, have a wonderful day as well. Thanks, you too. Thanks for having me. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Danke.